Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Kulturbildern. Aufgehört haben wir bei der französischen Vorherrschaft, Alltag und Festtag. Und weiter geht's bei Spiele, Jagd und Kriegswesen. Bild 139. Reitschule. Reiten war neben Fechten, Jagen, Tanzen in der Zeit der höfischen Etikette eines der Erziehungselemente des feinen Kavaliers. Der Name Kavalier, in Klammern Reiten, zeigt das. Er lernte die hohe Schule Reiten, die in Schulen auf der Erde, das heißt Schritt- und Galoppreiten, und über der Erde schwierige Sprünge und kunstvolle Wendungen zerfiel. Wien hat noch heute seine spanische Reitschule. Bild 140. Ringelstechen. Wie im Mittelalter die Turniere, so gehörte in der Barockzeit allerhand reitliche Bravourstücke wie Ringelstechen, Speerwerfen oder Pistolenschießen in gestrecktem Galopp zu den sportlichen Belustigungen. Sie waren zugleich als ernsthafte Kriegsspiele gedacht, ähnlich wie der moderne Wehrsport heutzutage, der die allseitige sportliche und militärische Ausbildung des Soldaten erstrebt. Bild 141. Bärenjagd. Seit im neuen Deutschland der verprügelte Bär an der Leine des Zigeuners abgeschafft ist, sehen wir Bären nur noch in Tiergärten. In den Karpaten aber trifft man ihn heute noch, doch seine Jagd erfordert weniger Mut als Geld. Früher, als man ihn in Deutschland mit dem Spieß jagte, war es gefährlich, denn Meister Pelz hat nicht nur Riesenkräfte, sondern ist auch äußerst flink und gewandt. Bild 142. Riesengarde. Eine der Liebhabereien des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I. war die Bevorzugung möglichst großer Soldaten. Sein höchster Stolz waren seine langen Kerle, die Riesengarde des Potsdamer Grenadierregiments. Entgegen seiner sonstigen Sparsamkeit zahlte er hohe Summen für die Werbung großer Rekruten und überließ zum Beispiel August dem Starken kostbares Porzellan gegen eine Reihe lange Kerle. Bild 143. Kriegsschule. Die ältere Kriegsschule bildete ähnlich dem späteren Kadettenanstalt die kleinen adligen Marsjungen neben den Exerzieren auch in theoretischen militärischen Fächern aus. Hier lernten sie an Modellen und geschichtlichen Beispielen die Taktik des Kriegführens, Angriffs- und Verteidigungskunst sowie Festungsbau. Auch Übung im Kartenlesen und Zeichnen zur Orientierung im Gelände gehörte dazu. Bild 144. Jagdschloss mit Trophäen. Das weidmännische Vergnügen war wie noch heute mit der Jagd selbst noch lange nicht erschöpft. Der Jagdherr wollte auch vor Augen haben, was er an seltenem Wild zur Strecke gebracht hatte. Darum schmückte er die Wände seines Jagdschlösschens mit den Schädeln, Geweihen und Bälgen der von ihm erlegten Tiere und bekundet so zugleich den sicheren Schützen. Das war die französische Vorherrschaft. Jetzt kommen wir zum Abschnitt 7 von 1730 bis 1760, das Zeitalter Friedrichs des Großen. Erster Teil Rokoko, sowas. Also es steht zwar, eigentlich steht ja da Rokoko, also die Silbe Rokoko, Rokoko. Ja, aber eigentlich ist es Rokoko eigentlich. Ich habe es auf einem anderen Video mal nachgeschaut, das heißt Rokoko, also Rokoko, also eigentlich Doppel-K wird es ausgesprochen. Wer weiß, ist wahrscheinlich wieder aus einer Fremdsprache entnommen. Gut. Schon in den letzten Regierungsjahren Friedrich Wilhelm I. war das junge Königreich Preußen der mächtigste unter den norddeutschen Staaten geworden. Seit seinem Nachfolger Friedrich II., der noch in jungen Jahren schon der Große hieß, gelang es zum mächtigsten unter allen deutschen Staaten zu erheben. Die absolute Regierungsform, die erst mit der Französischen Revolution ein Ende fand, vertrat er anders als der vielbewunderte französische König. Er identifizierte sich nicht mit dem Staat, sondern er ordnete sich und der Staatshoheit als erster Diener unter, und Dienst am Staat und seiner Untertanen ist Ziel und Inhalt seiner langen Regierungszeit gewesen. Der junge König, der nach einer strengen Kindheit und Jugend den Thron bestieg, setzte sehr bald durch schnelles Handeln, das voreilig schien, aber wohl überlegt war, die europäischen Fürsten in Staunen,
in Erstaunen, das später in Furcht überging. Er erneuerte die alten, zeitweilig zurückgestellten, aber nie erschlossenen Ansprüche seines Hauses und auf Teile Schlesiens und marschierte als die noch um ihre Anerkennung auf den Thron bangende Kaiserin Maria Theresia diese zurückwies, mit seinen Truppen kurzentschlossen nach Schlesien. In 3 Kriegen, die mit Unterbrechungen von 1740 bis 1763 geführt wurden und von denen der letzte 7 Jahre dauerte, kämpfte er um Schlesien. Der Erfolg war der endgültige Gewinn des ganzen ehemaligen Herzogtums. Dieser erbitterte Kampf, der vorübergehend die mächtigsten europäischen Kontinentalreiche Frankreich und Russland zu Friedrichs Gegnern zählte, fand in dem in Kleinstaaten zerspaltenen Deutschen Reich lebhaften Widerhall. Man nahm für und gegen den König Partei. Goethe berichtet, dass seine Familie trotz französischer Einquartierung gut fritzisch gesinnt war. Spottverse entstanden, die in drastischen Bildern die Furcht, die man vor Friedrich und dem preußischen Heer hatte, schilderten. Und wenn der große Friedrich kommt und klopft nur auf die Hofen, dann läuft die ganze Reichsarmee Panduren und Franzosen. Die Sorge um das Heer als eines der Grundpfeiler des preußischen Staates lag dem König ebenso am Herzen wie einst seinem Vater, dem Soldatenkönige, und er benutzte die zwischen dem Zweiten und Dritten, also den 7-jährigen Kriege, liegenden 10 Friedensjahren dazu, die militärische Ausbildung der bisher siegreichen preußischen Truppen noch zu vervollkommnen und den Geist der Tapferkeit und Treue aufrechtzuerhalten. Ferner ging seine Friedenspolitik darauf aus, den Wohlstand des Landes wiederherzustellen und zu heben und die neu erworbenen Gebiete gerecht zu verwalten. Die schönen Künste, die an seines Vaters Hof keinen Freistaat gefunden hatte, förderte er wie nur je ein deutscher Monarch. Dabei teilte er auch die große Vorliebe seiner Zeit für französische Kunst und Literatur, die immer noch an allen europäischen Fürstenhofen als das große Vorbild angesehen wurde. Trotzdem hat aber gerade die bildende Kunst jener Zeit, das Rokoko, in Deutschland eine Fülle von Kunstwerken hervorgebracht, die die spielerische Grazie des galanten Zeitalters mit echter deutscher Fantasie vollendet zum Ausdruck bringen. In Potsdam erwuchs aus märkischem Sande Schloss Sanssouci, der Sommersitz des großen Königs. Dresden war bereits unter dem prunkliebenden August dem Starken eine der reichsten deutschen Residenzen geworden. Die Kurfürsten von Bayern ließen die Münchner Residenz im zierlichsten Stil erweitern und schufen sich in Nymphenburg ein Rokoko-Paradies. Die geistlichen Fürsten standen hinter dem weltlichen nicht zurück. Prächtige Bischofssitze entstanden, voran das Würzburger Schloss. Das Rokoko ist auch die Blütezeit des Porzellans, einer deutschen Erfindung unabhängig von dem viel älteren chinesischen Porzellan. Kostbare Geschirre und graziöse Zierplastiken gingen in jener Jahrzehnten aus den überall geschätzten deutschen Manufakturen hervor. Und nicht zuletzt entstammen dieser Epoche die großen deutschen Oratorien und Kirchenmusiker Händel und Bach, in deren Werken die künstlerischen Ausdruckskraft jenes Zeitalters ihre musikalische Vollendung erreicht hat. Gut, die Zeit Friedrichs des Großen. Kommen wir zu Stände und Berufe. Bild 145. Porträtsitzung im Schloss. Der Porträtmaler wurde zu der Zeit, als es noch keine Fotografie gab, mit Aufträgen überhäuft. Jeder wollte sich mindestens einmal im Leben für seine Familie im Bilde festgehalten sehen. Vor allem trat damals Fürstlichkeiten und Adel als Auftraggeber auf, denn ihre Familientradition verlangte, dass jedes Mitglied der Ahnengalerie auch sein Porträt anreihte. Bild 146. Schlossgärtner. Vor dem Barock- und Rokokoschloss, dessen flankierte Flügel dem sogenannten Ehrenhoch umschließen, breitet sich der Park aus. Beete und Wege sind von Buchshecken eingefasst, die im Zeitgeschmack zu geometrischen Formen künstlich gestutzt sind. Nicht das vom Gärtner liebevolle geförderte natürliche Wachstum der Pflanzen, sondern architektonische Gestaltung bestimmen hier den Garteneindruck. Bild 147. Metzgerladen. Verkaufsläden mit großen Auslageschaufenstern gab es in früheren Zeiten nicht. Handwerker und Händler boten ihre Ware meist in Verkaufsgewölben feil und stellten sich auf davor aufgeschlagenen Bänken, den sogenannten Scharren oder Schrannen, zur Schau.
Noch heute erinnern in alten Städten Straßennamen wie an den Fleischbänken an diese Handwerksverkaufsstände. Bild 148. Lebzelter und Wachszieher. Die Verarbeitung des Wachses und die Herstellung von Lebkuchen (Honigkuchen) gehörten eng zusammen. Aus Wachs formte man allerlei Figuren, die, bunt bemalt und gefärbt, als Kinderspielzeug wie als Zierplastiken von großem künstlerischen Reiz gleich beliebt waren. Die Lebkuchen wurden auch figürlich gestaltet und in eigenen modellierten Formen gebacken. Bild 149. Dekorationsmaler. Durch Verschmelzung von Malerei und Architektur erzielt das Rokoko unerhörte Raumwirkung. Ein Deckengemälde ließ den Raum sich bis an den himmlischen Weiten dehnen und die Malerei der in Panaux geteilten Wänden spiegelte Laubengänge und Landschaften vor. Die zarten Pastelltöne gaben den mit zierlichen Möbeln ausgestatteten Raum ein heiteres Aussehen. Und das letzte Bild für heute: Straßenhändler. Bild 150, Straßenhändler. Straßenhandel und Wandergewerbe waren früher oft eine empfindliche Konkurrenz für die ortsansässigen Ladenshändler. Durch lautes Rufen, Schellen oder Trillern priesen die Händler ihre meist minderwertige Waren an, zu denen nicht nur alle Dinge des täglichen Bedarfs, sondern auch Kupferstiche mit Darstellungen von Zeitereignissen oder Personen gehörten. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das jetzt schaut. Und dann sehen wir uns wieder bei. Genau. Lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.